Hallo liebe Hausbauhelden! Dass so ein Hausbau vor allem auch viel Mut verlangt, das muss ich euch ja nicht erzählen. Ja, und genau von diesem Mut, da werden wir in der heutigen Roomtour einiges sehen und hören. Denn wir besuchen Steffi und Manuel hier in ihrem Tiroler Traumhaus. Dieses Traumhaus, das gibt es allerdings nur wegen eines Schicksalsschlags und dank viel Mut und Durchsetzungsvermögen der beiden. Ach ja, und ein Smart Home, das ist es übrigens auch noch. So, man sieht übrigens an der Klingel schon, dass es ein Smart Home ist. Hallo, Hallo und herzlich willkommen in unserem Tiroler Traumhaus. Ja, Steffi, vielen Dank, dass wir heute euer Traumhaus besuchen dürfen und dass ihr uns alles so ein bisschen zeigt. Soweit ich weiß, stecken da so ein paar mutige Entscheidungen auch im Vorfeld schon dahinter. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ein Dorf weiter, eine Pension, die sich dank Corona und dem Krieg und der ganzen Situation mit dem Geld dann nicht mehr umbauen hat lassen. Das hat sich leider nicht finanzieren lassen, trotz zweijähriger Planung. Und wir mussten dann relativ schnell eigentlich entscheiden, was wir machen. Und mit großen Familientreffen und vielen Gesprächen haben wir uns dafür entschieden, dass wir das Projekt Pension aufgeben und ein Einfamilienhaus bauen, weil das einfach, wie gesagt, finanzierbar nicht möglich war. Ich bin für die Pension in die Schule gegangen, bei uns eine Tourismusschule, habe viele Hotels besucht, bin überall als Rezeptionschefin angestellt gewesen, um für mich dann die perfekte Pension zu machen. Es war für mich sehr schwer. Du warst mutig, hast dein Leben im Endeffekt umgeplant, hast ganz viel neu geordnet und dann ging es hier los mit dem Bau und ihr hattet einen kompletten Plan. Und dann bist du aber hergegangen bei einer ganz speziellen Sache und hast gesagt, mitten im Bauprozess, das gefällt mir so nicht. Dann, wo das im Rohbau alles gestanden ist, sind wir genau hier gestanden. Eigentlich der Ofen war ja noch nicht da, das heißt, es war ein großer Raum und es war geplant, dass ab hier bis ganz rüber zum Wohnzimmer, das werden wir wahrscheinlich noch sehen, alles eine große Glasfläche wäre. Und wir sind dann hier gestanden und ich habe gesagt, ich fühle mich wie in einem Aquarium. Da fehlt mir die Privatsphäre ein bisschen. Und wir haben uns dann in der Nacht, wirklich in der Nacht, also am Abend im alten Haus noch, mit dem Plan hergesetzt und haben das von Hand umgezeichnet, wie das aussehen könnte von außen, wenn wir das umplanen. Wir sind immer noch froh, dass wir es so gemacht haben, auf jeden Fall. Und da hast du dann direkt geübt in Sachen Durchsetzungsvermögen, denn da ging es ja ein bisschen später weiter mit der Küche. Hast du mir auch schon ein bisschen verraten. Lass uns doch da mal hinschauen als nächstes. Ja, gerne. Es war die Küche ein ganz großes Thema. Für mich sicher der Bereich, der am wichtigsten ist im Haus. Deswegen auch sehr zentral. Wir waren bei sehr vielen Küchenbauern, weil die Bank, die anstatt einem Barhocker eigentlich hier ist, ein bisschen ein Problem für viele dargestellt hat, weil die alle gewohnt sind, dass die Insel mega lang ist und dass man auf der Insel arbeitet. Und es hat wirklich erst die 6. Firma geschafft, eine Küche in ein Rechteck zu planen, die für uns dann auch zufriedenstellend war. Und dann war nur noch die Farbe das große Problem, weil ich mich einfach nie entscheiden kann. Und dann bin ich mit meiner Mama noch mit den Farbkarten, wo das Haus schon ziemlich fertig war, also nicht fertig, aber zumindest Fenster drinnen waren und so, mit der Farbkarte so rumgerannt, schauen, wie trifft das Licht und so. Und dann haben wir uns für Schwarz entschieden. Ja, und hier, da weiß ich schon ein bisschen Bescheid. Das sieht aus wie noch ein großer Schrank. Aber da verbirgt sich... Da hätten die meisten wahrscheinlich den Vorratsschrank. Wir haben den ganzen Vorratsraum dahinter. Mit nochmal 3,5 Quadratmetern, glaube ich. Ja, relativ groß. Genau, das wollten wir so, weil wir keinen Keller haben, wo man dauernd hinlaufen kann.
Deswegen, ich kann es euch gerne Versteckter zeigen. Vorratsraum, sehr gerne. Ja, Steffi, auf der anderen Seite von eurem Wohnbereich hier, neben dem Ofen, der nimmt hier auch einen guten Platz ein und hat ja doch hier irgendwie eine Präsenz. Wie war es denn damit? War der A von vornherein geplant und B, war es genau der von vornherein? Wir waren insgesamt bei 3 Ofenbauern und es hat jeder ein bisschen eine andere Sichtweise, was am besten ist. Es gibt ja diese nur noch Showöfen, die wärmen in der Zeit, wo sie brennen, aber sind dann eigentlich gleich mal wieder kalt. Und dann gibt es natürlich die wo schon seit 50, 60 Jahren Öfen bauen und die machen dann mit Kamin und allem drum und dran, also dass er richtig durchzieht und ewig warm hält. Und wir haben beim dritten, der hat uns gesagt, es gibt eine Kombination von beidem. Also wenn man nur mal ein schönes Feuer haben will, weil jemand zu Besuch kommt, kann man einfach oben umschalten, dann zieht es einfach nur raus. Oder man kann einfach die Rohre, die eingebaut sind, benutzen und somit ist er am nächsten Tag auch noch warm. Er macht auf jeden Fall warm. Ich würde mal die Jacke ausziehen macht und dann lasst uns doch mal einen kleinen Schritt weitergehen in euren abgetrennteren Wohnbereich. Ja. Wir stehen hier vor allem unter diesem Luftraum. Ja. Wie hoch ist es denn hier? Der ist 7,5 Meter, also sehr, sehr hoch. Wir wollten Kinder von Elternbereich trennen und der trennt das quasi. Also wir haben hier einen Kinderbereich und hier einen Elternbereich und somit haben wir da auch einen offenen Teil, der schönes Licht reinbringt und auch, was wir unbedingt haben wollten, einen Luftraum und eine Galerie darstellt. Und dann laufen wir hier noch an dem iPad vorbei, das unsere Steuerzentrale vom ganzen Haus ist, weil wir haben Smart Home. Mein Partner ist Elektriker und für ihn war von Anfang an klar, wir bauen selber, weil er einfach so viele Ideen hatte, was wir alles machen können und was mit Smart Home alles machbar ist. Ich zeige es euch oben im Elternbereich, weil da gibt es ein paar so Gadgets, die er eingebaut hat, für mich speziell, die echt sehr, sehr hilfreich sind. Wir haben uns entschieden, anstatt das Geländer am Balkon PV-Anlagen anzubringen. Am Dach haben wir auch noch welche und es ist im Sommer sehr, sehr effektiv. Im Winter ein bisschen weniger bei uns, weil die am Dach natürlich Schnee drauf haben. Wir haben sie auch schon abgeschöpft, aber natürlich nicht immer. Wir haben auch keinen Speicher. Ist noch zu überlegen, ob wir das uns noch zulegen. Aber wir haben uns schon sehr gut eigentlich damit einiges eingespart, ist auch alles da drinnen. Man sieht genau auf den Cent eigentlich, was man sich spart und was es bringt. Dann haben wir hier dahinter den Technikraum, also über das, was wir gerade geredet haben, da wird alles gesteuert. Ist relativ groß, 12 Quadratmeter, weil da halt auch die Wärmepumpe und alles Mögliche drinnen ist, unter anderem auch noch Platz, um was unterzubringen. Hier dahinter ist mein sogenannter Hobbyraum, unsere Waschküche, Hauswirtschaftsraum mit Wäscheabwurf. Das war so ein bisschen unser Traum. Im alten Haus hatten wir 3 Stöcke zu bewältigen, nenne ich es mal, von ganz oben bis ganz unten, bis wir im Wäscheraum waren. Und es ist so einfach viel, viel praktischer und es war mein großer Traum, dass wir den Hauswirtschaftsraum einfach auf der Ebene, wo wir auch wohnen haben, weil es einfach total praktisch ist. Unser Gäste-WC war uns auch wichtig, dass wir ein eigenes haben für die Gäste und ist im Stil wie auch unser Badezimmer. Sehr besonders ist hier auch die Müslischale, wie wir sie schon genannt haben, also das sehr kleine Steinwaschbecken. Erzählen wir mal was dazu bitte. Ja, ich wollte nie so ein längliches haben, weil ich das immer so unpraktisch finde, wenn man so... Und habe dann ewig nach einem runden Waschbecken gesucht, das Platz hat, wegen der Türe. Und habe das dann gefunden, aber nur als Becken, da war nichts dabei. Also haben wir das komplett zusammengestellt, von der Holzplatte über diese Halterung. Einfach, dass es alles zusammenpasst und im Endeffekt, es gefällt uns sehr gut.
Genau, das ist jetzt das, was ich erwähnt habe. Eltern hier, Kinder hier und ganz, ganz viel Licht in der Mitte. Jetzt gehen wir mal in den Kinderbereich. Da ist ja bald auch Nutzung. Wir dürfen dir gratulieren. Du bist ja schwanger und kriegst, darf man das schon sagen? 1 Jahr, ein Mädchen. Sehr schön. Mal schauen, hoffen wir, dass es so bleibt. Und da gibt es jetzt auf jeden Fall ein Kinderbad. Dann können wir mal kurz in den ersten Raum reinschauen. Das wird jetzt als Büro genutzt. Der andere Raum gegenüber, wenn wir da noch schauen, das wird jetzt das Kinderzimmer vom Mädel, das jetzt kommt. Richtig. Haben wir jetzt noch nicht so viel drinnen. Interessant zu sehen hier, ihr habt hier der einzige Stelle da und auch drüben im noch Büro liegt Teppichboden und ich glaube auch drüben im... Bei uns auch, ja genau, bei uns auch. Wir haben beschlossen, dass wir haben eigentlich überall den gleichen Boden, ist ein Vinylboden, kein Holzboden. Auch wenn man meinen die meisten, genau. Und wir haben uns einfach dafür entschieden, dass die Schlafräume ein bisschen gemütlicher sein sollen. Du hast noch was erzählt von der Höhe vom Teppich, denn ihr habt drüben im Schlafzimmer, sehen wir gleich, habt ihr einen höheren Teppich Der ist flauschiger. Ja, genau. Und das hat einen Grund. Genau, weil der Bodenleger zu uns gesagt hat, er würde jetzt im Elternbereich immer ein bisschen was Flauschigeres nehmen, weil da kann nicht viel passieren. Und für die Kinder, wegen dem Gehen, aber auch wegen Bauklötzen, Lego bauen etc., dass es einfach nicht umfällt, ein bisschen an kompakteren, der ist auch relativ kompakt, Boden zu nehmen, weil es praktisch ist für Kinderzimmer. Verstehe. Ja. Guter Tipp. Gute Beratung, ja. Ja, gute Beratung ist das halbe Leben, ne? Ja. Dann, jetzt bin ich also so gespannt, jetzt möchte ich gerne das wunderschöne Schlafzimmer und Elternbad noch zeigen. Gerne. Vielleicht noch kurz, bevor wir reingehen, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wir haben keine Türrahmen. Ja. Das ist, ich habe das gesehen, ich weiß gar nicht genau wo, habe das meinem Partner gezeigt und er hat gesagt, es schaut total cool aus. Wir haben uns dann informiert und der einzige Unterschied zu normalen Türen ist, dass der Türrahmen schon eingebaut werden muss in der Bauphase. Also nach den Mauern kommt sofort der Rahmen rein, damit alles rundherum dann eingebaut werden kann und somit ist die Türe dann rahmenlos und ist halt einfach mal was anderes. Ja. Das ist jetzt vom Preis her kein Riesenunterschied. Man muss einfach wissen, dass man vorher das alles reinbringen muss, ansonsten geht es nicht mehr. Also im Nachhinein das zu machen, funktioniert nicht. Großes Traumbad. Wie viel Quadratmeter habt ihr? 10. Okay. Ja, das ohne Toilette, die ist getrennt. Ist nebenan, aber es wirkt irgendwie deutlich größer. Wir haben hier hinter dir nochmal, haben wir gerade unten im Gäste-WC schon gesehen, diese Fliesen. Genau. Ich habe immer nach Trends geschaut. Mir war halt wichtig, dass es sehr modern ist. Und ich bin dann mit der Fischgräten-Idee zu mehreren Fliesenlegern gegangen und musste mir unter anderem sagen lassen, dass ich sehr altmodisch bin. Wo ich dann wirklich gesagt habe, vielleicht informierst du dich ein bisschen über die neuen Trends, die so aktuell sind. Und der Letzte hat sich zum Glück überreden lassen, nach langem Hin und Her, wollte uns die Fliesen eher so länglich legen, dass wir doch das machen. Und ich durfte auch vor kurzem erfahren, dass er das mittlerweile empfiehlt. Eure Badewanne, wenn wir dann noch ein kleines Stück weiter gehen, auf den ersten Blick denkt man, es ist eine freistehende, aber es ist nur eine halb freistehende, wie ich lernen durfte. Genau, die freistehende hätte nicht Platz gehabt, es war einfach zu eng. Und ich habe mich aber durchgesetzt, wenigstens eine halb freistehende zu bekommen, weil ich absolut keine eingebaute haben wollte. Bevor wir jetzt ins Schlafzimmer weitergehen, beziehungsweise durch die Ankleide ins Schlafzimmer gehen, hatten wir gerade diesen spannenden Wäscheschacht gesehen. Der startet hier oben. Den haben wir uns in diesen Kasten einbauen lassen.
mit Sicherheit für Kinder später, dass da ja nichts außer Wäsche runterfällt. Aber wirklich, das ist sehr, sehr praktisch, würde ich jedem empfehlen. Funktioniert auch eigentlich ziemlich einfach, solange man die Decke noch nicht betoniert hat. Es ist minimalistisch, unser Schlafzimmer, kein großes Schnickschnack, aber es hat technisch einiges zu bieten. Es ist ein smartes Schlafzimmer. Richtig, es ist ein sehr smartes Schlafzimmer. Mein Partner schaut immer drauf, dass bei uns nichts passiert, weil ich vielleicht ein bisschen tollpatschiger bin wie er. Unter anderem habe ich eine Heizdecke im Winter, weil wie schon erwähnt, kann es bei uns sehr kalt sein. Und früher bin ich immer um 3 in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet, weil es so heiß war. Und er hat mir eine Steckdose gemacht, die über die Smart Home App gesteuert wird. Und da habe ich einen Taster, der einfach auslöst, dass die Heizdecke angeht und nach einer Stunde ausgeht. Also nie wieder verbrennen in der Nacht. Ja. Das sind so kleine Dinge, die halt einfach mit Smart Home gemacht werden können. Unter anderem haben wir das Licht, das bei uns immer in allen möglichen Farben leuchten kann. Und zwar überall im Haus, ne? Ja, also nicht nur eigentlich hier, überall. alle Räume. Genau. Ihr habt auch, glaube ich, Bewegungsmelder. Wir haben sehr, sehr viel Bewegungsmelder, sehr praktisch. Gäste sind oft verwirrt, weil die überall den Taster suchen. Es gibt nämlich nur einen pro Raum immer. Kann ich euch noch zeigen, weil die sind eigentlich alle sehr speziell. Die sehen alle so aus, sind mit Touch und haben prinzipiell alle mal das Gleiche, und zwar in der Mitte ist Licht an und Licht aus. Man kann auch Szenen draufsetzen, das bedeutet, ich kann jetzt einstellen beim Badezimmer zum Beispiel, dass ich beim zweiten Mal drücken dann alles in rosarot habe, weil das fürs Baden gemütlicher ist, und beim dritten Mal ist dann wieder aus. Und sonst ist hier oben und unten bei uns immer die Beschattung. Und auf der rechten Seite sind dann Specials. Bei uns im Schlafzimmer ist das unsere Leinwand. Wem aufgefallen ist, wir haben keinen Fernseher. Wir haben eine Leinwand, die verschwindet und somit eigentlich auch wieder mehr aufgeräumt ist. So viel zu meinem Aufraumwahn, wie es mein Partner immer nennt. Und dann habt ihr noch im Bad, du hast noch erzählt, noch eine Sicherheitsgeschichte mit dem Glätteisen, ne? Genau. Und zwar, das lässt man ja auch gerne an, oder man sitzt im Auto und denkt sich, habe ich das Glätteisen ausgeschaltet? Das ist bei uns ganz einfach. Wenn wir beide das Haus verlassen, geht alles aus. Aber auch wenn nur ich das Haus verlasse, geht das Licht im Bad aus und somit auch die Steckdose. Das ganz Gleiche haben wir auch im Hauswirtschaftsraum mit dem Bügeleisen. Und woher weiß das Haus, dass du das Haus verlassen hast? Weil ich das als App auf meinem Handy habe und es wird einfach geortet, ob ich noch vor Ort bin. Wenn nicht, dann gehen die Lichter aus. Verstehe. Okay. Genau. Smart. Definitiv. Wenn wir heute eines eindrucksvoll gelernt haben, dann, dass es es wert ist, hinter den eigenen Wünschen, Träumen und Vorstellungen zu stehen und auch den Mut zu haben, diese dann auch durchzusetzen. Immerhin geht es hier um das eigene Zuhause, ja, und unbefriedigende Notlösungen, die sollten möglichst vermieden werden. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal Hausbauhelden und aktiviert dabei auch gerne die Glocke, denn dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr.